1227 folgte Heinrich Raspe IV. Seinem Bruder Ludwig, der im selben Jahr auf einem Kreuzzug an einer Infektion gestorben war, als Regent der Landgrafschaft Thüringen. Noch ein Jahr als Witwe lebte die ungarische Königstochter und Frau des Landgrafen Ludwig IV. Auf der Wartburg. Heinrich Raspe regierte zunächst anstelle von Ludwigs und Elisabeths minderjährigem Sohn Hermann II., der 1227 erst 5 Jahre alt war. Einige spätere Historiker versuchten, Heinrich die Schuld oder Mitschuld an einer Vergiftung seines Neffen zu geben. Dafür gibt es in zeitgenössischen Quellen jedoch keinen Hinweis. Zu Elisabeth, der jungen Witwe seines Bruders und späteren Heiligen, herrschte offenbar ein gespanntes Verhältnis. Spätere Legenden schrieben Heinrich die Vertreibung Elisabeths von der Wartburg zu. Wahrscheinlicher ist, dass Elisabeth den Landgrafensitz von sich aus verließ. Nachdem Elisabeth im November 1231 in Marburg gestorben war, siedelten Heinrich Raspe IV. Und sein Bruder Konrad durch großzügige Schenkungen den Deutschen Orden in Marburg an. Auf Drängen des Papstes und mit Unterstützung der Erzbischöfe von Mainz und Köln wurde Heinrich Raspe IV. Am 22. Mai 1246 zum König gewählt. Heinrich Raspe starb am 16. Februar 1247. Da Heinrichs 3 Ehen kinderlos blieben, starben die Ludowinger in männlicher Linie aus. Er bewirkte bei Kaiser Friedrich die Belehnung seines wettinischen Neffen Heinrich III., dem Erlauchten, Sohn seiner Halbschwester Jutta von Thüringen und des Markgrafen Dietrich von Meißen. Und so ging die Landgrafschaft Thüringen an die Wettiner über. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich noch einmal die Wartburg in Eisenach und in diesem Video möchte ich euch speziell die Vogtei, das Fachwerk aus der Lutherzeit, etwas genauer vorstellen. Am 4. Mai 1521 lässt Kurfürst Friedrich der Weise Luther auf die Wartburg bringen. Der mächtige Kurfürst hofft dadurch, den Augustinermönch kurzzeitig aus dem Rampenlicht zu nehmen und die ständigen Angriffe auf die reformatorische Bewegung etwas abzuschwächen. Die kleine Reisegesellschaft fährt in Eile durch die thüringischen Wälder. Martin Luther ist auf dem Rückweg vom Reichstag in Worms ins heimische Wittenberg. Er hat gerade seine fundamentale Kirchenkritik vor Kaiser Karl V. standhaft verteidigt und wurde für vogelfrei erklärt. Jeder hätte ihn töten können, ohne Bestrafung. Luther wird von bewaffneten Reitern gestoppt und entführt. Sie bringen ihn auf die Wartburg bei Eisenach. Die Welt sollte glauben, päpstliche Häscher hätten den Ketzer verhaftet. In Wahrheit ist es der Kurfürst, um seinen Mönch zu verstecken. Zum rechten Moment, denn kaum ist Luther verschwunden, verhängt man in Worms die Reichsacht gegen ihn. Der Burghauptmann weist ihm 2 Kammern auf der Wartburg zu. Luther tauscht die Mönchskutte gegen ein Ledergewand, lässt Haar und Bart wachsen. Aus Dr. Martinus wird Junker Jörg. Ursprünglich war dieser Raum ein Schützenerker, gehörte somit ebenfalls zur Wehranlage. Später hielt sich hier das Gesinde auf, genau gesagt die Eselstreiber, die jahrhundertelang Lebensmittel und Trinkwasser aus der Stadt Eisenach auf die Burg beförderten.
Obwohl der Luthergang seinen Namen erst im 19. Jahrhundert erhielt, war es einer der Räume, die der Reformator während seines Aufenthaltes auf der Wartburg nutzte und innerhalb derer er sich tagsüber frei bewegen konnte. Luthers Gemach bestand aus der heute als Lutherstube bezeichneten Wohnstube und einer Schlafkammer. Durch die Rundbogentür im Süden der Lutherstube konnte er seinen Wohnraum in Richtung eines Vorplatzes verlassen, von dem eine Treppe nach oben zu einem halbhoch zwischen den Etagen gelegenen Apporterker führte, den er als Toilette nutzte. Im ersten Obergeschoss lagen auch die Wohnung des Amtmanns und eine Oberküche, aus der Luther von 2 Dienern mit Speisen versorgt wurde. Die erzwungene Einsamkeit und Isolation, die 10 langen Monate in Eisenach, gehen gegen die Natur Luthers. Viel Bier und fettes Essen tun das ihrige. Er klagt zwar, ich sitze hier den ganzen Tag müßig und mit schwerem Kopf, doch in der kleinen Kammer mit Blick auf Eisenach schreibt Luther unermüdlich Briefe, Vorlesungen, Streitschriften und schließlich beginnt er im Winter seine Großtat und übersetzt in nur 10 Wochen das Neue Testament aus dem griechischen Original in die deutsche Volkssprache. Die erste Ausgabe wurde im September 1522 gedruckt. Sie heißt daher auch Septemberbibel. Der Legende nach soll der Teufel Martin Luther im Winter 1521/22 in seiner Stube auf der Wartburg belästigt haben. Als der Mönch vertieft in seine Arbeit ein Kratzen und Schaben hörte, soll er beherzt nach dem Tintenfass gegriffen und gezielt nach der Teufelsfratze geworfen haben, um den zu verscheuchen. So soll ein blauer Tintenfleck an der Wand neben dem Ofen entstanden sein, wo heute allerdings nur noch ein Loch ist. Niemand aber kann wirklich sagen, was sich damals in der Gästestube auf der Wartburg tatsächlich zugetragen hat. Obwohl Luther von vielen Ereignissen der Burg in seinem Leben berichtet hat, so schwieg er doch über den angeblichen Tintenklecks. Martin Luther fühlte sich schon von Kindestagen an vom Teufel oder bösen Geistern und Dämonen verfolgt. Für seine Zweifel, Traurigkeit und Depressionen, die ihn immer wieder überfielen, machte er den Teufel persönlich verantwortlich. Sobald es draußen auch nur polterte oder ein schwarzer Hund in seiner Stube auftauchte, glaubte er, der Teufel sei gegenwärtig. Abgesehen von den Wänden der Lutherstube selbst, in deren Holz 1580 schon die ersten Besucher ihre Namenszüge eingeritzt haben, ist der Rückenwirbel eines Wales wohl das älteste Ausstattungsstück des Raumes. Ob also schon Martin Luther ihn bei seinen Studien und Übersetzungstätigkeiten als Fußschemel benutzte, ist nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Die weiteren Räume entlang des Lutherganges haben ihre Funktionen im Lauf der Zeit oft gewandelt. In den 1840er Jahren wurde der Saal in 3 Räume geteilt, in denen Großherzog Karl Alexander wohnte. Heute kann man hier die Schaubibliothek der Wartburg besichtigen, in der mehr als 800 Flugschriften der Reformationszeit zu sehen sind. Nach 10 langen Monaten am 1. März 1522 verließ Junker Jörg sein Versteck auf der Wartburg, um wieder als Reformator Martin Luther zu wirken und gegen Schwarmgeister und Bilderstürmer zu predigen, wie er sagt, denn das beunruhigte ihn. Zwischenzeitlich lief draußen im Lande die Reformation an, während Luther auf der Wartburg ausharrte. Seine frisch gedruckte Bibelübersetzung geriet derweil auf der Leipziger Buchmesse zum Bestseller.
Johann Wolfgang von Goethe fand bei seinen Besuchen in Eisenach mehrfach Gelegenheit, sich vor Ort mit der Wartburg-Geschichte vertraut zu machen. Im September und Oktober 1777 weilte Goethe zum ersten Mal in Eisenach. Grund war die Teilnahme am Generalausschusstag der Eisenacher Landstände. Bei diesem Aufenthalt besuchte er zum ersten Mal die Wartburg. 1793 veranlasste er Wetterbeobachtungen und Aufzeichnungen auf der Burg. Seit 1815 beschäftigte sich Goethe mit dem Gedanken, in der Wartburg ein Kunstmuseum einzurichten. In diesem Zusammenhang wurde in Weimar der großherzogliche Staatsminister konsultiert, um die Beschaffung meist sakraler Kunstgegenstände zu ermöglichen. Der große Festsaal im obersten Geschoss nimmt die gesamte Länge und Breite des mehr als 800 Jahre alten Palas der Wartburg ein. Den Landgrafen von Thüringen diente er als Fest- und Versammlungsort und seine Ausstattung war im Mittelalter dementsprechend prachtvoll. Bereits damals beheizten 3 Kamine den Raum. Der Festsaal zählt zu den bekanntesten Konzertsälen Thüringens. Wesentlichen Anteil an dessen Erfolg hat die Akustik des Gebäudes. Sie ist auch das Werk von Franz Liszt, der bei Ausbau des Palas zum Konzertsaal im Auftrag des Weimarer Herzoghauses sein musikalisches Können und Fachwissen bei der Ausgestaltung des Festsaales einbrachte. Der große Saal gehört zu den bedeutendsten Arbeiten des Wartburg-Architekten Hugo von Ritgen, denn er hat nicht nur die äußere Architektur der obersten Etage erneuert und die eindrucksvolle Kassettendecke in Trapezform entworfen, sondern auch das Programm für die Malereien, Skulpturen und die Ausstattung des Saales geschaffen. In seiner langen Geschichte erlebte der Festsaal eine Vielzahl von bedeutenden Ereignissen. 1817 versammelten sich hier mehr als 500 Studenten zum Wartburgfest. Damals war der Raum keineswegs mehr prächtig. Die Jahrhunderte hatten ihm zugesetzt. Doch 50 Jahre später war aus dem schlichten, flach gedeckten Raum der repräsentative Festsaal der Wartburg geworden, in dem Franz Liszt zur Feier sein Oratorium Die Legende von der heiligen Elisabeth dirigierte. Lauscht man heute einem der zahlreichen Wartburg-Konzerte, kann man den Blick über die üppige Ausstattung des Raumes schweifen lassen. Auf einer der reich geschnitzten Holzbänke sitzend, befindet man sich mitten in einer artenreichen Tierwelt. Denn hier tummeln sich Adler, Löwen, Drachen, Schlangen und sogar Eichhörnchen und Echsen. Ebenso wie bei den großen Holzskulpturen ist die Symbolik der Bankverzierungen der Bildwelt mittelalterlicher Handschriften entnommen, in denen tatsächliche und mythologische Tiere beschrieben und ihre Eigenschaften christlich gedeutet worden sind. Hugo von Ritgen hat für seine Entwürfe umfangreiche Studien betrieben und sich ganz besonders mit der Symbolik der christlichen Kunst beschäftigt. Für ihn war zunächst klar, dass auch ein mittelalterliches Wohn- und Residenzgebäude mit christlichen Motiven geschmückt worden war. Für Ritgen sollten 2 bedeutende Themenkreise den Raum beherrschen. Zum einen die landgräflichen Ahnen als christliche Ritter, zum anderen die Entwicklung des Christentums und sein Sieg über das Heidentum.
An den Stirnseiten und an der westlichen Galeriewand erblickt man heute die Landgrafen von Thüringen als christliche Ritter, angeführt von Karl dem Großen als Begründer des Geschlechts und begleitet von der bedeutendsten Frau der Wartburg-Geschichte, der heiligen Elisabeth. Rot und Schwarz mit goldenen Applikationen. Das waren die Farben der Urburschenschaft aus dem nahegelegenen Jena. Zu erkennen sind die Farben auf dieser Fahne, die das Original von 1817 getreu wiedergibt. 300 Jahre nach dem Beginn der Reformation und 4 Jahre nach der Völkerschlacht bei Leipzig trafen sich rund 500 Studenten aus 11 deutschen Universitäten in Eisenach und zogen hinauf auf die Wartburg. Die Tage um den 18. Oktober 1817 sollten das Land erschüttern und nachhaltig verändern. Nach den Napoleonischen Kriegen und dem Wiener Kongress hatten sich die Hoffnungen auf ein geeintes Deutsches Reich nicht erfüllt. Deutschland war weiterhin in unzählige kleine Fürstentümer zerstückelt, die Bürger weitgehend der Willkür der einzelnen Landesherren ausgeliefert. Dagegen begehrten nun die Studenten auf und suchten sich als Ort ihres Protestes das Wahrzeichen deutscher Identität aus, die Lutherburg, auf dem sich der Reformator einst selbst gegen die Obrigkeit gestellt hatte. Großherzog Karl August gewährte ihnen mit etwas gemischten Gefühlen das Gastrecht. So zogen sie in feierlicher Prozession auf die Wartburg hinauf und forderten in einer Mischung aus evangelischem Gottesdienst und politischer Kundgebung ein einiges und freies Vaterland, Presse- und Versammlungsfreiheit und eine neuzeitliche Verfassung. Im Jahr 1838 beschloss Großherzog Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach die architektonische und künstlerische Erneuerung der Residenz seiner Vorfahren mit dem erklärten Ziel, ein einzigartiges Monument zu schaffen. Der beauftragte Architekt Hugo von Rittgen schuf neue Bauten auf dem Burggelände. Bei einem Rundgang durch die Innenräume der Burg geht man auf dem Weg zur Lutherstube durch die obere Vogteistube, die zu Luthers Zeit sehr wahrscheinlich der Amtmann Hans von Berlepsch bewohnt hat. Mit dem 19. Jahrhundert beherbergt sie einen weiteren Raum, das sogenannte Pirkheimer Stübchen. Schaut man durch die geöffnete Tür an der Längsseite, erstreckt sich ein kleiner schmaler Raum mit filigranen Verzierungen unter einem eindrucksvollen Netzgewölbe. Es fällt auf Anhieb nicht schwer, sich vorzustellen, dass an dem Tisch vor dem Fenster der berühmte Humanist Willibald Pirkheimer seine Studien betrieben hat. Das Wort so genannt vor Pirkheimer Stübchen ist übrigens in mehrfacher Hinsicht wichtig, denn erstens galt der Raum zwar lange Zeit als Studierzimmer von Willibald Pirkheimer, weil dort Dokumente aus seinem Besitz gefunden worden sind, doch tatsächlich hat das Haus mit dem Stübchen dem berühmten Humanisten nie gehört. Sein Enkel Willibald Imhoff hat es 1564 erworben und dort wahrscheinlich auch die Dokumente seines Großvaters aufbewahrt. Karl Alexander hat das sogenannte Pirkheimer Stübchen als Lesezimmer genutzt. Das Fürstenschlafzimmer vermittelt durch die holzvertäfelten Wände, das historische Mobiliar und die Dekorationsmalereien aus den 1860er Jahren einen lebendigen und bewohnten Eindruck. Es ist als einziger Raum der ehemaligen Wohnung des Großherzogs Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach erhalten geblieben.
Großherzog Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach schrieb 1841 nieder, dass er ein Museum für die Geschichte seines Hauses und Landes schaffen und so einen Beitrag zur Kunst- und Kulturgeschichte leisten wollte. Er entschied sich deshalb 1849, Hugo von Rittgen als Architekt zu beauftragen, der ein Gesamtkunstwerk aus Architektur, Malerei und Skulptur sowie ein vaterländisches Museum für die Erneuerung der Wartburg entwickeln sollte. Der Dürerschrank gehört zu vielen kostbaren und einzigartigen Kunstwerken, die im Wartburg-Museum ausgestellt sind und wurde 1841 von Karl Alexander angeschafft. Natürlich ist man schnell darauf gekommen, dass nicht Dürer selbst die Reliefs geschnitzt hat, aber der bis heute unbekannte Bildschnitzer aus Nürnberg hat immerhin 7 Kupferstiche des Meisters als Vorlage für die Bilder an den Türen und Randleisten benutzt. Karl Alexander hat den Schrank im 19. Jahrhundert im Speisesaal des Palas aufstellen lassen, wo er von seiner Familie und den Gästen beim Speisen betrachtet werden konnte. Auf den ersten Blick wirkt der Schrank groß und massiv, dennoch ist er eigentlich sehr schnell zu transportieren, denn er besteht aus 2 übereinander gestellten Truhen mit seitlich angebrachten Tragegriffen. Der Sockel, das Zwischenteil mit 2 Schubladen und der obere Abschluss sind mit fein geschnitzten Ranken verziert. Darstellungen wie die von Apollo und Diana, Mars und Victoria, Saturn und Herkules erzählen Geschichten aus der antiken Mythologie. Eine dunkle Wandvertäfelung, ein gekachelter Ofen, ein kleines Buffet. Die Einrichtung dieses Raumes wirkt so, als hätte man eine gemütliche Wirtshausstube betreten. Es ist das Schweizer Zimmer, das seinen Namen seiner Herkunft verdankt. Es stammt tatsächlich aus der Schweiz, denn Großherzog Karl Alexander kaufte es 1864 während einer Reise. 1865 gelangte die Zimmervertäfelung des ehemaligen Gasthauses zu Krone aus dem Dörfchen Grüsch im Kanton Graubünden samt Ofen und Buffetschrank auf die Wartburg, um der großherzoglichen Wohnung ein besonderes Ambiente zu verleihen. Wenn man sich den Palast, das prächtige Wohn- und Repräsentationsgebäude der Landgrafen von Thüringen aus dem 12. Jahrhundert mit seinen Arkadenstellungen anschaut, bekommt man ein Gefühl dafür, dass die Landgrafen von Thüringen mächtige Herrscher gewesen sein müssen. Und dass die Reichsfürsten standesgemäß gebadet haben, scheint sich davon selbst zu verstehen. Das Ritterbad des Palas hat auf den ersten Blick alle Eigenschaften eines romanischen Bauwerks. Wie am Palas findet man auch hier die charakteristischen Rundbogenstellungen. Das Ritterbad wirkt ganz so, als wäre es schon zu Zeiten der Landgrafen hier gewesen. Erst im Spätmittelalter lassen sich die Badehäuser oder Stuben zuverlässig nachweisen und die Baurechnungen berichten häufig über Reparaturen dort. Das alles wusste auch Wartburg-Architekt Hugo von Rittgen. Er kannte den Ort, an dem in den 1840er Jahren die Reste eines alten Baus bei Ausgrabungen im Boden gefunden worden waren. Dass das mittelalterliche Bad an der Südseite des Palas gewesen sein musste, fand er außerdem einleuchtend. Eine alte Tür, die von der Südseite des Palas ins Bad geführt haben musste, war noch vorhanden und die unmittelbare Nähe zur Zisterne ermöglichte die Wasserzufuhr ohne größeren Aufwand. Eduard Riedel, der 1868 von König Ludwig II. Von Bayern auf die Wartburg geschickt worden war, um Zeichnungen und Fotografien zu machen, hat vielleicht das Aquarell von Hugo von Rittgen gesehen. Riedels um 1870 datierter Entwurf für das Ritterbad auf Neuschwanstein zeigt jedenfalls, wie ähnlich es geworden wäre.
Auch den reich geschmückten Festsaal ließ der bayerische König Ludwig auf Schloss Neuschwanstein kopieren. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die historischen Räume gesehen, habt viel über das Leben der Adligen erfahren. Hat euch das Video gefallen, so würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!